als du gesagt hast, das Unterbewusste ist unser höheres Selbst. Das heißt, dieses höhere Selbst in dem Zustand, also den Teil des Überbewussten, greift nicht in unser aktuelles Leben mit ein. Das ist richtig. What I just said is, you said this unconscious part, which is our higher self, Yes. doesn't mean that this part is not interfering in our present life. Yes. This is correct. Okay. Mela. So, but what makes you different? You know, what, because we have so many challenges, people who's channeling, and what is the difference? Ich habe gerade gefragt, was macht jetzt dich aber so besonders? Weil es gibt viele, gerade im süddeutschen Raum, die medial begabt sind und channeln. What's making me different in a certain way, it's a very simple way for me, obviously, because I am in the subject. It's because I know how to make a distance between the wisdom and the knowledge. Also, er befindet sich, oder er arbeitet mit dem sehr, sehr lange schon und er weiß, wie das Ganze funktioniert und es ist sehr wichtig, dass man versteht den Unterschied zwischen Wissen und Weisheit und diesen Unterschied kennt er sehr gut. Because the truth, when I was in my common life, I just use my knowledge. When I am in reading and hearing, seeing things, obviously there's completely different answers that you pick through your guide. My guide as an ascended master. Also er hat gerade gesagt, er sieht, er hört verschiedene Sachen und er kann auch über seinen Guide Sachen erfahren. Du hast auch zu mir mal gesagt, du kannst auch channeln. You told me that you can channel, do channeling or something like that. Yes, yes. For me, the channeling is a very, very simple way. Because obviously I see the spirits, I hear them, I feel them, I always surrounded with spirits. And let me translate it. So, für ihn ist das Channeling ist sehr einfach, weil er direkte Verbindung hat zu seinem Guide und er sieht, fühlt und hört die Spirits, die uns umgeben und dadurch kann er sehr einfach das Channeln. Für ihn ist es einfach natürliche Sache. And the other thing is, even when you are seeing the spirits, they are in different vibrations. Und eine andere Sache ist, sogar wenn man die Spirits dann sieht, es gibt Spirits in verschiedenen Schwingungsebenen und die haben verschiedene Schwingungen und Vibrationen. There are spirits, they still act like a human. Da gibt es Spirits, welche immer noch sich wie Menschen verhalten. And there are spirits, they are already walking the light. Und da gibt es auf der anderen Seite auch Spirits, die bereits in das Licht hineingegangen sind. And obviously, even when we walk in the light, there is different vibrations, different und sogar wenn wir in das Licht reingehen, also wenn die Spirits da in das Licht reingegangen sind, sogar da gibt es noch verschiedene Vibrationen, also Schwingungsstufen, Schwingungsebenen. More higher of the vibration of the spirit, more wisdom that you can receive. Und je höher diese Schwingungsstufe, diese Vibration ist, desto mehr Zugriff auf mehr Wahrheit haben die dann und sind noch weiser als die mit der niedrigeren Schwingungsebene. That's why something that I feel different from the other people. Und das ist, was ihn unterscheidet von anderen Leuten. Du hast mir gesagt, oder jetzt auch erwähnt, du bist von Spirits umgeben. Wie muss man sich das vorstellen? You just told me, or just mentioned, that you're surrounded by spirits, so yes, how should I imagine it? It's crazy. The truth is that you cannot imagine if you are not in the subject. You have to allow to understand. So, I'll translate. So, man kann es sich ganz schwer vorstellen, wenn man nicht sich damit befasst und für jemanden, wo noch nie was damit getan hat, ist es sehr, sehr schwer vorstellbar. Man muss einfach in der Materie sein und diese Dinge zulassen. And obviously, if you allow to understand that you are not alone, and if we go in a very simple way and we ask this question, what there is the most human in the body? All people they are already post in the spirit world. Also, wenn man erlaubt,
oder wenn man akzeptiert, dass man nicht allein ist und diese Tatsache akzeptiert und sich dann fragt und die Information bekommt, dann stellt man fest, dass man nicht unbedingt Menschen in einem Körper hier auf der Erde, es sind nicht unbedingt die meiste Anzahl von Wesen, die existieren, sondern da gibt es eine andere Ebene, da gibt es noch viel, viel mehr als Menschen hier auf der Erde existieren. Obviously, the answer is there is much more spirits than humans in the body. Also in Wirklichkeit ist es so, dass es viel, viel mehr Spirits gibt in einer anderen Ebene, als Menschen auf der Erde es geben kann. Okay. Good. In the discussion before, I will just do it in German. Im Vorgespräch hast du erwähnt etwas über Reinkarnation, dass du das auch irgendwie machen kannst. In a discussion before this interview, you told me there is something called reincarnation, and you can do it as well, something like that. So could you please explain it? Yes, the truth, every human that is born, there is always an old spirit. Also in jedem Körper, der neu geboren wird, Menschen im Körper, gibt es immer einen alten Spirit. And there is a lot of books. Darüber gibt es sehr, sehr viele Bücher. They don't make a distance. Die unterscheiden zum Teil nicht between the spirit and the soul. Zwischen dem Spirit und der Seele. Because the truth, the soul is the connection. Da gibt es aber einen Unterschied. Die Seele ist die Verbindung nach oben, ins höhere Universum oder ins Allmächtige. And the spirit is our mind, our etheric body. Und der Spirit, das sind wir selbst, das ist unser höheres Selbst, unser ätherischer Körper. So the truth, both of them there is the wisdom, but the interfere in the present life is the subconscious, is our spirit. Also in beiden ist diese Weisheit enthalten, gleich viel und gleich groß, sowohl in der Seele als auch im Spirit. Aber der Teil, der bei uns in unserem Leben hier mit einwirkt und mit eingreift, ist nur der Spirit, also unser höheres Selbst im Unterbewusstsein. So the truth, the spirit is that we call it even in science, the Akashic records. Er meint, dass eben unser Spirit, das wir als den Spirit nennen, und diese Weisheit, da greifen wir im Prinzip auf die Akasha-Chronik darauf zurück, in unserem Unterbewusstsein. And through the Akashic records, obviously, we pick that we call them déjà vus. Und wenn wir dann irgendwas aus der Akasha-Chronik zum Beispiel auffangen, dann kann es sein, dass wir dann ein Déjà-vu gehabt haben oder der Meinung sind, wir hätten ein Déjà-vu. Okay. There is a lot of people, they don't understand. Es gibt viele Leute, die es einfach nicht verstehen. Between the déjà vu, Den Unterschied zwischen Déjà-vu, this is always of the past life, memory of the past lives. also ein Déjà-vu ist immer eine Erinnerung an ein vergangenes Leben. Intuition is something completely different, of something of the present. Und Intuition ist aber komplett was anderes. Also es gibt einen Unterschied zwischen Déjà-vu und Intuition. Und Intuition ist etwas, das aus unserem aktuellen Leben besteht und daher kommt. Kannst du mir etwas genauer erklären über das, was du gerade eben gesagt hast, über die Sinneswahrnehmung, welche du wahrnehmen kannst? Wie soll ich mir das Ganze vorstellen? Als eine damit bisher nicht vertraute Person kann ich damit so recht wenig anfangen und würde gerne mehr darüber wissen. Can you please explain to me more exactly, for example, the senses you just mentioned before, how does it work and how I should imagine this as a newcomer to this subject? When you speak about the senses, still we have 5 senses. Also wenn wir über die Sinneswahrnehmung reden, haben wir 5 Sinneswahrnehmungen. There is, even in science or in a lot of people, they say there is the 6th sense. Also in sogar in der Wissenschaft und viele Leute sagen auch der 6. Sinn. Also man spricht von 6 Sinnen, aber es gibt in Wirklichkeit 5. I say there is no 6th sense. Er sagt, es gibt keinen 6. Sinn. Because the truth is that you develop that sense particularly
a little bit above. Also es ist so, dass man diesen sogenannten sechsten Sinn in einer höheren Ebene entwickelt. So the success, the truth is how much you want to allow it to open. Also der sechste Sinn ist im Prinzip das, was wir eigentlich erlauben, wie weit wir uns öffnen dem Gegenüber. Das ist eigentlich der sechste Sinn, also nichts weiteres. The truth, most of the time we use the extra senses. Und in Wirklichkeit nutzen wir sehr oft diese zusätzlichen Sinneswahrnehmungen. And we use them without knowing. Und wir nutzen die, ohne es zu wissen. Like when we speak about the intuition or the gut feeling. Zum Beispiel, wenn wir über Intuition oder ein göttliches Gefühl oder Eingebung sprechen. Or that we call it telepathy. Oder Telepathie zum Beispiel. Because the truth, it's all kind of different frequencies of vibration. Und das ist alles einfach nur eine andere Frequenz der Schwingung, also Vibrationen. And yes, I do believe that there is a lot of different frequencies that you have to learn to distinguish what and who. Also Dennis glaubt, dass es wirklich sehr, sehr viele Arten der Schwingungen gibt, auf verschiedenen Schwingungsebenen mit verschiedenen Frequenzen. Und wir müssen einfach lernen, was die einzelnen Schwingungsfrequenzen zu bedeuten haben und was die dann für Auswirkungen haben und was es jetzt eigentlich ist. So when you start to understand the difference of the frequency, you automatically are using your extra senses. Und wenn wir anfangen zu verstehen, wie das mit den verschiedenen Frequenzen funktioniert und wir anfangen, diese verschiedenen Frequenzbänder oder Schwingungen wahrzunehmen, dann nutzen wir unsere zusätzlichen Sinne, also im Prinzip den sechsten Sinn. Okay. Just to end this in a very simple way, obviously the frequency of the conscious is very stronger. Also, er sagt, die Frequenz oder die Schwingung des Bewusstseins ist viel, viel stärker als die Schwingung des Unterbewusstseins. Stronger than the subconscious. Than the subconscious. Okay. That you can feel it in your body. Und deshalb können wir natürlich das viel, viel stärker fühlen, dieses Bewusste, als dieses Unbewusste. Okay. Du hast mir erzählt, dass du von Spirits ständig umgeben bist. Das hast du ja vorher auch schon erwähnt. Was sind das für Spirit und warum sind sie da? You just told before that you're surrounded by spirits all the time. And what kind of spirits are surrounding you and why? The truth, not only me, I am surrounded with, everyone is surrounded with spirits. Also in Wirklichkeit nicht nur er ist von Spirits umgeben, sondern jede Person ist von Spirits umgeben. But if you ask the question, why the spirits they are with us? Also wenn man sich jetzt fragt, wieso sind diese Spirits mit uns, wieso begleiten sie uns? The truth, the spirits they have duty. Also der Grund ist, weil die Spirits Aufgaben haben oder gewisse Sachen erledigen müssen. Could be our loved ones or could be spirits that you maybe even don't know. Also vielleicht sogar besser, sie haben Verpflichtungen und es können Spirits sein, die wir aus früheren, also aus unserem Leben hier kennen und vielleicht irgendwie liebe Personen sind, die wir gekannt haben, Familienmitglieder, oder es kann auch sein, dass es irgendwelche Leute sind, die wir gar nicht kennen. The human work for matter, to eat, dress, etc. Also Menschen arbeiten an materiellen Dingen, zum Beispiel Essen, Kleidung und so weiter. Das sind alles materielle Sachen, für die wir hier arbeiten. The spirits, they need none of those things. Und Spirits brauchen keine dieser materiellen Sachen, überhaupt nicht brauchen sie das. What they need